Hallo zusammen, heute sind wir wieder bei Hasi kocht unbeschwert am Herd. Und heute machen wir was Besonderes, und zwar Hasis Gold. Hasis Gold ist eigentlich nichts anderes wie Knoblauch und Öl. Aber die Besonderheit, die werde ich jetzt euch gleich zeigen, was das auf sich damit hat. Und jetzt passt mal auf. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich nehme hier Knoblauch und tue das auseinander. So. Also ich nehme jetzt da im Moment gerade eine Zehe, aber könnt ihr natürlich auch wesentlich mehr nehmen. Also auf Vorrat machen, das hält ja ewig. So, in die Schüssel machen wir jetzt heißes Wasser rein. Das Wasser ist quasi nicht kochend heiß, aber es ist so heiß, wie es aus dem Wasserhahn kommt, aber muss schon gut heiß sein. Und jetzt schütte ich das da drauf. So, und jetzt lassen wir das stehen, bis das Wasser kalt ist. So, jetzt ist das Wasser kalt gewesen und jetzt habe ich das Wasser weggeschüttet. So, und jetzt habe ich hier den Knoblauch und jetzt werdet ihr gleich sehen, wie einfach das geht zum Schälen. Also das mit dem Wasser, es ist einzig und allein zum Schälen gedacht. Seht ihr das? Und jetzt nehmt ihr ein Glas. Ich sage immer Sauerkirsch, aber kann man natürlich auch Essiggurke oder so. Aber wichtig ist, so ein Glas mit einer großen Öffnung. Und da schälen wir das rein. Und ihr werdet jetzt, wie gesagt, nochmal sehen, wie einfach das geht. Schaut's. So, der Knoblauch ist geschält. Und jetzt geben wir da rein Rapsöl. Ganz wichtig, Rapsöl. Kein Olivenöl. Olivenöl hat einen gewissen Säureanteil, der greift den Knoblauch dann an und dann fängt es mit der Zeit an zum Stinken. Ich habe früher auch immer wieder mal Distelöl verwendet, nehme ich auch nicht mehr, weil wir nehmen das auch zum Anbraten. Distelöl hat einen Rauchpunkt von ungefähr 160 Grad, ist mir dann zu niedrig. Also die beste Alternative, Rapsöl. So, und jetzt füllen wir das Glas fast bis oben hin auf. Wichtig ist, dass das wirklich viel Öl ist. Und jetzt kommt Pürierstab zum Einsatz. Und das ist jetzt der Witz. Deswegen brauchen wir die große Öffnung, weil da passt der Pürierstab rein. Das ist der einzige Grund. So. Ja. Püriere das. Yes. So, wunderbar. So, und eigentlich ist das jetzt fertig. Aber jetzt kommt das Wichtigste an der Geschichte. Jetzt nehmt ihr das Glas und lasst es offen, mindestens 2 Tage offen stehen. Ich mache das ich sage immer, ich tue es ins Schlafzimmer, dann sehe ich halt, wie es besser wird, gell? Weil das stinkt natürlich, oder ich darf jetzt stinken sagen, hat meine Frau gesagt, das riecht dann halt ein bisschen nach Knoblauch in der Wohnung, aber wenn man das ins Schlafzimmer tut, dann sieht man halt, wie es besser wird. Und dann sieht man halt einfach, ob man jetzt den Deckel drauf machen kann oder nicht, weil es geht darum, dass quasi der Knoblauch ein bisschen ausstinkt. Das Feste von dem Knoblauch, das setzt sich unten ab. Und oben habe ich das Öl. Und jetzt könnt ihr entweder das Öl nehmen zum Anbraten, ihr könnt es zum Marinieren nehmen für ein Vinaigrette, ihr könnt das Feste nehmen in einen Teig oder, also das ist so vielseitig verwendbar, wenn ihr ein Gulasch macht. Also ihr müsst nie wieder einen Knoblauch hacken oder pressen, das ist sowieso nichts, weil alles, was gesund am Knoblauch ist, bleibt da in der Presse hängen. Also das hat gar keinen Wert. Also einfach das so machen. Ihr werdet das in ein paar andere Videos dann sehen, wie das der Knoblauch aussieht, mit dem Fester und mit dem Öl. Also das ist auf alle Fälle eine super Sache. Nach den 2 Tagen, wenn das quasi verflogen ist, dann macht ihr den Deckel drauf und dann in den Kühlschrank. Dann hält das ewig. Also so lang natürlich auch nicht. Man braucht es eigentlich zum Kochen ja jeden Tag, weil außer dem Vanillepudding kommt es ja überall rein. Und darum hält es halt auch nicht so lang. Immer ein bisschen was im Vorrat machen, weil es ja, wie gesagt, 3 Tage oder 2 mindestens braucht, bis es verflogen ist. Und was natürlich ein super Vorteil ist,
ihr riecht es halt nicht nach Knoblauch. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Das war es eigentlich. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt ihr uns weiter. Wenn nicht, dann behaltet es für euch. Euer Hasi.